Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch einen Schuko im Maßstab 1:18 vor. Und wie ihr sehen könnt, das ist die Verpackung und das ist der, Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet. Ja, hier in einem sehr schönen Weiß, finde ich sehr schön. Und das ist die Verpackung, ja. Edition 18 steht hier noch drauf, ja. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal den Wagen an. Hier oben ist eine Einlassung hier von der Styroporverpackung für das Verdeck. Ja, das kann man hier so rausnehmen und im Prinzip hier dann das Verdeck rausholen. Ja, Leute, jetzt ist der Porsche ausgepackt und wir können sehen, das ist schon ein sehr elegantes Teil. Wir schauen uns wie immer die Front erstmal zuerst an. Und ja, Porsche-typisch, was soll ich sagen? Jeder kennt das Gesicht eines Porsches. Und ich finde übrigens, dass dieses Modell das schönste ist, das jemals gebaut worden ist von den 911er. Auch das aktuelle, das ist zwar nicht schlecht, ja, aber es gibt ein paar Details, die finde ich nicht so schön wie bei dem. Sowohl als Coupé als auch als Cabriolet. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt wie gesagt die Front erstmal an. Und hier können wir sehen, ja, die gleich Porsche-typischen runden Lichter. Das Porsche-Emblem ist natürlich auch drauf. Und hier große Lufteinlässe und natürlich das Tagfahrlicht, ja. Wir schauen natürlich gleich mal hier rein in den Kofferraum. Das ist ja kein Motorraum. So, in Handschuhen ist das gar nicht so einfach. Und wir schauen jetzt mal rein. Bei Porsche ist ja wie gesagt der Motor hinten und natürlich der Kofferraum vorne. Und das ist eigentlich sehr schön gemacht. Ist auch mit Teppichimitat hier unten ausgekleidet. Das finde ich sehr gut. Ja, das hätte ich nicht erwartet. Ja, hat Schuko sich sehr Mühe gegeben und auch detailliert, wie gesagt, hier mit der Warndreieck ist hier mit dabei, die Verkleidung. Und hier vorne, ich weiß nicht, was das ist, ja, wahrscheinlich Sanitätskasten. Und ich würde sagen, wir schließen den ganzen Kofferraum wieder. Und gegenüber zur schönen Seitenansicht dieses Porsches, ja. Und das ist das, was ich meinte, ja, diese Seitenansicht, die vor allem beim Coupé am besten rüberkommt, hier mit dieser schönen Linie, das 911-Gesicht bzw. das 911-Seitenprofil. Sehr schön, dazu hier diese fantastischen Felgen, die passen richtig gut zu einem Fahrzeug. Ja, sehr detailliert, ja, die Bremsscheiben kann man sehen mit roten Bremssatteln. Da hat Schuko sich wirklich Mühe gegeben, hier GTS meine ich natürlich. Und also ist wirklich gut gelungen. Und kommen wir zum Highlight meiner Meinung nach bei diesen Porsche-Generationen, oder bei dieser Porsche-Generation, und zwar das Heck. Ja. Und zwar diese schönen, langgezogenen Heckleuchten gefällt mir einfach richtig gut. Also das hat Porsche richtig gut designt. Also das ist wirklich, Also ich denke mal, das ist auf jeden Fall das Feature an dem Porsche, wo, also vom Designaspekt, wo meiner Meinung nach sich jeder dafür entscheiden würde, wer nur ansatzweise irgendwie ein Porsche 911 möchte. Zumindest ist es bei mir so. Ich weiß, es gibt natürlich auch andere, die sagen, die älteren sind schöner, und es gibt natürlich auch viele, die sagen, die neueren sind schöner. Geschmäcker sind halt unterschiedlich, ne? Und wir schauen jetzt noch mal kurz in den Heckdeckel hinein. Achso, was ganz Wichtiges habe ich hier vergessen. Die 4 Auspuffe, oder Endschalldämpfer. Und hier unten natürlich auch noch Nebelschlussleuchten bzw. Reflektoren. Und hier steht nochmal Porsche 911 Carrera GTS. Und wir schauen uns mal kurz diesen Motor an. Ich hoffe, ihr kriegt das auf. Hier ist eine kleine Klappe. Ja. Motorhaube kann man das nicht nennen. Ist wahrscheinlich eher so eine Serviceklappe. Ja. Also wie ihr sehen könnt, auch in echt. Das ist nie so dolle. Also früher konnte man die Heckklappe hier richtig öffnen und dann konnte man zumindest den Motor auch erkennen, aber so, naja. Das ist ein Kritikpunkt, die ich allerdings beim echten Auto habe und jetzt nicht bei dem Modellauto von Schuko, ja. Eine Sache habe ich natürlich noch vergessen, und zwar das passende Cabrio-Dach ist natürlich mitgeliefert, ja. Und so sieht es natürlich auch sehr gut aus, wie ich finde, ja. Also passt genau, ja, sehr schön. Aber als Cabrio, wie gesagt, stelle ich ihn, wenn ich ihn überhaupt hinstellen würde, ins Regal, natürlich immer ohne Verdeck hin. Ja, sieht einfach schöner aus. Und ich würde sagen, wir öffnen mal die Türen und gucken uns den schönen Innenraum an. So. Und der ist meiner Meinung nach sehr detailliert umgesetzt worden. Also das gefällt mir richtig gut, was Schuko da auf die Beine gestellt hat. Sehr detailliert. Ja. Auch der Fußboden ist mit Teppichimitat ausgekleidet. Und die Tür hier auch sehr detailliert gemacht. Hier vorne kann man das Einstiegsemblem sehen von dem Modell. Hier die Sitzverstellung.
Alles sehr schön gemacht. Die Kardanwelle hier, oder der Kardanwellentunnel, ja, mit den Anschnallgurten, ist sehr detailliert. Das Ganze auf der Beifahrerseite natürlich auch. Mit dem Bildschirm. Also das Interieur ist auch sehr, sehr schön von diesem Modell. Sowohl vom Modellauto als wie gesagt auch im Original. Ist wirklich ein sehr schönes Auto. Ja, und die Sitze lassen sich übrigens etwas verstellen. Ja, hier vorklappen, dass man einsteigen kann. Ich meine, das reicht wahrscheinlich jetzt nicht aus. Aber immerhin. Ja, wie gefällt euch der Wagen? Ja, ich glaube, der ist auch limitiert auf 1000 Stück. Bin mir jetzt nicht gerade sicher, ansonsten blende ich es ein. Und mich würde, wie gesagt, eure Meinung sehr interessieren. Schreibt sie in die Kommentare. Mittlerweile haben wir ja schon die 1000 Abonnenten geschafft. Das ist auf jeden Fall eine Sache, worüber ich mich sehr freue. Und ich hoffe natürlich, dass es noch in Zukunft weiter wächst. Also teilt es unter euren Freunden oder Bekannten, die auf jeden Fall irgendwas mit Autos zu tun haben. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut. Ciao.